Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien ähm, und alles, was sonst noch dazu gehört. Visuals, name it. So. Und genau, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach und ich versuche, die Songs immer aus einer psychologischen und aus einer philosophischen Perspektive zu betrachten und dort ein bisschen mehr die ganzen Layers und Strukturen und Dynamiken von menschlichem Miteinander aufzuzeigen. Und das machen wir auch heute am Ren Sunday, den wir heute haben, mit dem Song Seven Sins von Ren. Ich werde nicht in alles reingehen, weil dieser Song enthält unglaublich viel Ausgeklügeltes, viel, was eigentlich auch Aufmerksamkeit bräuchte, die ganzen Rhyme-Schemes, die ganzen Wörter mit Zweifach-, Dreifach-Bedeutungen. Das werde ich so heute alles nicht bedienen können. Aber wenn ihr da richtig Bock drauf habt, schaut auf jeden Fall auch auf den Channel von Noxil. Der macht das richtig, richtig gut. So, der ist selber Rapper, der hat da richtig Ahnung. Ich werde mich heute auf das Psychologische und Philosophische beziehen. Und deswegen, ja, ich weiß schon genau, was ich mit euch machen will. Von daher lasst uns jetzt starten. Und ja, los geht's. Ich höre mir schon mal auf. Das, falls ihr es nicht erkannt habt oder auch noch nicht wisst, die meisten wissen es wahrscheinlich schon, das ist Walisisch. Ich habe mir auch extra nochmal aufgeschrieben, was die Bedeutung ist. Nämlich, Sickness is my teacher, my smile broke, my bones feel old, here lies the body of Ren. Also, das, was wir von Ren wissen, ist, dass er eine unglaublich lange Krankheitsgeschichte hinter sich hat. Mit Borreliose und der falschen Behandlung. Also die falsche Diagnose hat er bekommen oder mehrere falsche Diagnosen über viele Jahre und wurde darauf behandelt. Und währenddessen ist die Borreliose immer weiter fortgeschritten und es hat viel kaputt gemacht, viele Probleme bereitet, an denen er heute immer noch arbeiten muss regelmäßig und das wahrscheinlich auch ziemlich lang müssen wird. Aber immerhin weiß man jetzt, was es ist und man kann es anfangen, richtig zu behandeln. Genau. Das heißt, das, was er oft beschrieben hat, ist dieser unglaubliche Schmerz in seinem Körper, die psychischen, mentalen Probleme, Psychosen, Bilder. Und das ist das, was es genau beschreibt. So, die Krankheit ist mein Lehrer, das ist ein sehr schöner Ausdruck. Auf der einen Seite gibt es so viel Schmerz, so viel Leid. Und auf der anderen Seite gibt es auch Songs von ihm, wo er immer wieder beschreibt, was er daraus lernen durfte. Geduld, durchhalten, dankbar sein für die kleinen Dinge im Leben. Und gleichzeitig immer wieder in die Phasen kommen mit absoluter Verzweiflung und dem Gefühl, ich kann nicht mehr. Genau. Und unter anderem wird es hier auch in diesem Song darum gehen. Aber jetzt lasst uns weiterhören. I lay broken on the kitchen floor. I clawed at the laminate. Pain wandered my body, an uninvited guest. Bones of a home where the devil could rest. I cursed the gods, cursed my messiah, cursed my maker. I cursed all of creation. There I lay, feeble and thin. Sick boy, 797. Have you ever felt pain? Stomach wrenching, unrelenting. Tell me, have you ever felt pain? Condescending, muscles clenching. Tell me, have you ever felt pain? A rose emerges from the pavement cracks. They'll write my eulogy with broken glass. Ich mache hier jetzt mal Pause. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, bevor der Song rauskam. Ich bin ja nur auch schon ein bisschen länger Fan von Ren. Bevor dieser Song rauskam, hat er immer wieder so angeteasert, entweder auf Patreon oder auch auf Instagram. Und hat so Ausschnitte gezeigt, wie er da in seinem Studio sitzt, an seinem Laptop sitzt oder an seinem Computer und diese ganzen Spuren und wie er diese
diesen Song quasi gerade komponiert. So, einfach nur diese ganzen verschiedenen Parts der Musik. Und ich habe das damals schon so gefeiert. Das kann Ren wirklich, ne? So Beats basteln. Boah. Dann diese Kombination mit Streichern und dieses. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es geht einem so richtig unter die Haut. Und es hat so viele Parts, ne, die man irgendwie, die man beachten kann. Und so viele Melodien und so viele Layers, denen man folgen kann, wenn man das möchte. Genau, und dann geht es natürlich auch hier genau um diesen Part mit dem Have you ever felt pain? Wie er so viel Schmerz spürt, dass er nichts anderes mehr kann, als verzweifelt auf dem Küchenboden zu liegen, weil alles so wehtut. Und dann die Frage an uns, hast du schon mal Schmerz gespürt? Und an was für einen Schmerz denke ich denn? Mal meinen gebrochenen Ellbogen. Das war echt harter Schmerz. Aber wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was Ren kennt. Sowas rückt dann die Perspektive manchmal ein bisschen zurecht. Ne? So, wir können alle die Frage mit Have you ever felt pain mit Ja beantworten. Und wenn es nur ein Papercut ist. So, oder ein Splitter im Finger, den wir kennen. Das ist auch Schmerz. Ja, oder wir haben uns den kleinen Zeh irgendwo gestoßen. Das kann echt fieser Schmerz sein. Oder wir haben uns mal was gebrochen. Oder irgendwo uns so richtig böse aufgeschnitten. Oder was auch immer. Oder irgendeinen krassen Autounfall. Und da kommen wir dann schon immer mehr, ne? Die verschiedensten Perspektiven von Schmerz. Die verschiedensten Möglichkeiten von Intensität. Von Arten von Schmerz. So. Und der Schmerz, von dem er spricht, den haben, glaube ich, noch nicht so viele gehabt. Und es ist natürlich immer die Frage, ja, wir können vergleichen und manche Schmerzarten sind auf unterschiedlichsten Ebenen unglaublich fies, also unabhängig von der Intensität, wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt so Schmerz, der die ganze Zeit im Hintergrund ist und nervlich einen komplett fertig macht. Dann gibt es diesen Schmerz, der für kurze Zeit so intensiv und so doll ist, dass man sich richtig erschreckt und eben auf dem Boden zusammenbricht. Und dann ist es auch wieder weg. Und dann kommt es irgendwann wieder. Es gibt ja auch so viele unterschiedliche Arten von Schmerz, die wir überhaupt nicht miteinander vergleichen können. Aber die machen alle auch was mit uns. So, Schmerz ist etwas, vor dem man schon auch Angst hat. Dass das etwas ist, was Regelmäßigkeit im Leben einnehmen könnte. So. Ja. Ich spule mal noch mal ein bisschen zurück. Condescending, muscles clenching. Tell me, have you ever felt pain? A rose emerges from the pavement cracks. They'll write my eulogy with broken glass. Eternal parallax. Pain. Pain the author, I accept this. Pain the teacher, bruised apprentice. Pain resisting, pain will come. Pain the mother, I'm the son. Pain that splits you, and too many hits you. The dark and the light will converge to one. Pain that twists you, the heavens dismiss you. The Father, the Ghost, and the Holy Son. Body bagging me. Zip it up quick, get their things on B. I search for peace in the belly of a beast. Sick boy on a matter PI. Running up a fever, following a leader. Wanna be. Ich muss da mal kurz einen Stop machen. Da gab es diese eine Zeile, ne? Dieses Try to find peace in the belly of the beast. Und es gibt diesen einen Song, ich vergesse immer, wie der heißt, wo er unglaublich jung ist, aber schon genau damit zu tun hatte, wo er in seinem Zimmer mit der Gitarre sitzt und darüber singt, dass er versucht, ruhig zu bleiben, versucht, den Berg irgendwie zu erklimmen und irgendwie den Weg zu gehen, den Gott ihm quasi auferlegt hat. Und dass er im Sturm versucht, standhaft zu bleiben. So. Und immer mehr kraftvoll wird dadurch. Und gleichzeitig zu sehen, wie emotional das für ihn ist, wie viel Schmerz da drin ist, wie viel Angst da drin ist. Und vielleicht wisst ihr, wie der Song heißt. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ich gucke auch nochmal. Vielleicht finde ich ihn. Und dann schreibe ich das nochmal mit in die Beschreibung rein. Aber es ist sehr, sehr berührend, das zu sehen. Und genau diesen Punkt, wenn du weißt, du wirst immer oder ziemlich lange damit zu tun haben. Es kommt immer wieder, dieser Schmerz kommt immer wieder. Und das ist so eine Phase, wo es so unglaublich doll wird, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, du hältst es nicht mehr aus. Wie gehst du denn mit der Zeit damit um?
irgendeinen Weg versucht der Kopf und der Körper zu finden, seinen Frieden damit zu machen. Irgendeinen Weg zu finden, dass es nicht ganz so schlimm ist. Und auch Ren in High Ren hat er auch gesagt, ne? Es ist ein Pendel, was immer hin und her schwingt zwischen Light und Dark. Und genau dieser Punkt, ne, von, wenn wir immer nur gegen das Dunkel ankämpfen, dann geben wir dem Dunkel so viel Aufmerksamkeit, so viel Kraft, so viel Energie, dass es immer schlimmer wird und sich immer unaushaltbarer anfühlt und immer größer, wenn es wieder zurückkommt und das Licht immer kleiner wird. Und eben so im Prinzip Yin und Yang, ne? Im Dunkel das Licht zu finden. Und auch in jedem Licht ist auch immer das Dunkel mit drin, weil ansonsten könnten wir das eine ohne das andere gar nicht sehen oder bemerken. Und das, was er versucht, ist im Dunkeln das Licht zu finden. In the belly of the beast Peace finden. So, seinen Frieden damit zu machen, dass sein Körper so unglaublich doll schmerzt, dass er das Gefühl hat, er stirbt gleich. Dass er es nicht aushalten kann und dass er sich nicht bewegen kann, nicht aus dem Bett kommt. So. Ja. Weiter. Bugging me, zip it up quick, cut their things on B. I search for peace in the belly of a beast. Sick boy on a matapia. Running up a fever, following a leader. Wanna be me, huh? Grass isn't greener. Bright light seizure, dynamite dealer. Dine at the table of the coroner, E-top fuck. 13 years and I've been feeling so stuck. Lucky number 13, just my luck. Empires tumble, rubble and dust. The universe shrinks and the planets combust. In God we trust. God tied a noose to his neck and he walked to the edge and he jumped. Angels wept, I bear witness, watching the whole thing unfold from my bed. A bed where I never deep rest, a bed where I'm always depressed. A bed with the human oppressed, a bed for a tomb where I slept. A bed in the room that's a womb for this mess. Sick boy bitten by a tick boy, tell me how it feels to be buried while you breathe. Stones and sticks boy, pain is a gift boy. Hard to make a stand when you crawl on your knees and I kneel. Ja. Macht mich ein bisschen emotional. Dieser Punkt, ne, was er auch in Interviews erzählt hat, wenn die Krankheitswelle so stark war, dass er das Bett halt nicht mehr verlassen kann, dass es sich anfühlt wie sein Sarg, in dem er einfach nur noch liegen kann, nichts tun kann, nicht mal mehr seiner Kunst nachgehen kann, nichts tun kann. Und wo er auch nicht schlafen kann. Er kommt, in dem Bett sollte man eigentlich schlafen können, um zur Ruhe zu kommen, um sich auszuruhen. Auch dafür dient es nicht mehr. Er kann nicht gut schlafen in dem Bett. Das ist ein Bett, in dem er immer mit Depressionen zu tun hat, weil er dort nicht mehr rauskommt. Und diese Verzweiflung da drin, werde ich hier jeweils wieder rauskommen? Ist das jetzt vielleicht eine Phase, die nie wieder endet? Oder wird diese Phase auch wieder enden? Ich weiß es nicht. Ist das mein Leben? Und dann diese Verzweiflung. Wo wird das hinführen? So. Und es fühlt sich an wie sein Sarg, wie sein Grab. So. Ja. Womb for this mess. Sick boy bitten by a tick boy. Tell me how it feels to be buried while you breathe. Stones and sticks boy, pain is a gift boy. Hard to make a stand when you crawl on your knees and I kneel. I kneel at the altar of my own disease and I beg. I beg the sky for mercy, mercy never came. I did me dirty, 33 and hurting, cursing. Jesus died at 33 and still my sins are lurking. Gears are turning, future stays uncertain. Surgeon incision, murder ambition. Fear of the unknown preserves a religion. Denounced the gods when my body went missing. Back then, the pain spray ricochet like a Mac 10. Hot lead hit the bed that was trapped in. Red wings, seraphim out of God's grace. Cried tears from heaven like Clapton. Stick pins in the voodoo Hendrix. Thick skin, stay humble Kendrick. Stay skeptic, check the biometrics. Bloodstain, crime scene, forensic. Lights on, lights out. Fade into the background. So down. Running from the silhouette of self-doubt. By now. Really should have figured this shit out. Lights on, lights out. Smackdown. Let it be. Quote John Lennon. Click clack, John got shot for attention. What does that tell you about the good of intentions? Bitterness formed in a storm of aggression. Prophets get dropped, imagining heaven. Martin Luther, Mahatma, dead. 6-6 followed by 6 and 7. Build them, praise them, bury them, dead. Ich würde hier nochmal auf den letzten Part eingehen, weil ich den so spannend finde. Ne? Ich meine, hier switcht es jetzt nochmal so ein bisschen vom Thema auch.
Und wir nähern uns den Seven Sins. So, wir kommen von Jesus, der dafür steht, dass er für die Menschheit gekommen ist, um die Menschheit zu unterstützen, zu lieben, zu retten, all diese Dinge, so für sie da zu sein. Und erst wurde er riesig gehypt und dann, zack, wurde alles verdreht. Und dann wurde er quasi genau dafür, dass er gekommen ist, quasi, um die Menschheit zu retten, hingerichtet. So, es wurde alles so gedreht, dass er der Böse ist, dass er, und das ist das, ne, es macht Angst. Erst wollen wir die Veränderung. Und dann suchen wir uns jemanden, den wir hypen und der die Veränderung bringen soll. Dann gibt es die Ersten, die skeptisch sind, die Ersten, die Angst bekommen, die Ersten, die wütend werden, die Ersten, die für ihr eigenes Leben Angst kriegen, weil so jemand könnte mich ja entmachten. So jemand kann mir in meine Pläne reinpfuschen sozusagen. Und dann wird plötzlich all das quasi verdreht und dann benennt er dann später noch, ne, John Lennon, Martin Luther King. Und wer noch? War da nicht noch einer? Weiß ich gerade nicht. Okay, wie auch immer. Und da war es auch, ne, dieses John Lennon, der eigentlich auch mit Let It Be genau dafür singt, lass Frieden kommen. So, lasst uns wieder ein Miteinander finden. Lasst in die Menschlichkeit gehen. Lasst dafür sorgen, dass wir alle auf gleicher Ebene sind, dass wir alle gleichwertig sind und uns gegenseitig unterstützen. Martin Luther King. Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit, Liebe, Miteinander. Und was passiert? Nachdem sie alle ganz, ganz hoch gehypt wurden, kommt genau der Part, wo sie umgebracht werden. Und ich meine, das, was passiert ist, dass sie dadurch noch einen größeren Status auf einer Ebene bekommen. So, der Tote, der hochgehypt wird. Und gleichzeitig geht es dann die Arbeit bis zu einem gewissen Grad, nicht zum Glück immer alles, aber geht wieder unter. Und dann braucht es jemand Neues, der kommt. Aber wer macht das? Ja. Ja, Mahatma Gandhi. Ja, genau. I was born to be half a man with half a chance. My heart isn't half righteous, half is down, and half a gram. Hard those troubles and thoughts stay darker than Uruk-hai master plan. Sharper than glass shard, splinter and cinnamon. Irony could kill a man. Pain makes money when the music lands. Expand, pay me my cheese, rain down Parmesan. Bevor wir jetzt in die Sins gehen, I was born to be half a man. Und damit meint er nicht nur sich, aber er nimmt sich mit rein. Ne? Aber es ist auf alle Menschen bezogen. Wir haben alle wir wollen es richtig machen, wir wollen Liebe leben, wir wollen Liebe geben. Und gleichzeitig haben wir aber auch diese Seite in uns, die Angst hat, die Mangel hat, die überleben will, um jeden Preis. Und gerade wenn es um dieses Überleben um jeden Preis geht, da kommen dann genau diese Six Sins rein. So, die er beschreibt. Ne? Also wir haben alle dieses Licht so und gleichzeitig auch diese dunkle Seite in uns. Und wir wollen immer versuchen, diese dunkle Seite in uns zu verbannen. Und das führt meistens nur dazu, dass die irgendwo im Dunkeln immer weiter wachsen. Oder andere Teile in uns wachsen, die auch dunkel sind. Oder die Dunkelheit in die hellen Teile mit reinkommt und so weiter und so fort. Ne? Also es ist immer ein Teil. Und es wird erst einfacher, wenn wir das anerkennen. Und nicht abwerten, sondern da liebevoll mit uns umgehen und verstehen, wo das herkommt. Was ist das, was dahinter steht? Hinter dieser vermeintlich dunklen Seite, die wir so ablehnen. Weiter. Killer man makes money when the music lands. Expand, pay me my cheese, rain down Parmesan. Followed by seven whole sins for a self-made Armageddon. Sin 1, pride. Pride makes a man kill a man for his ego to survive. Pride makes a man kill for his ego to survive. Was soll ich sagen? Stolz ist ja so genau so ein Punkt, ne? Wenn ich meinen Stolz verliere, was verliere ich dann wirklich? Was ist das? Was bedeutet das, Stolz zu verlieren? Oder stolz zu sein? Das bedeutet, es geht hier um einen Wert, um den ich kämpfe. Ein Wert,
meiner Person, einen Wert von dem, was ich erschaffen habe, was irgendwie irgendwas mit mir zu tun hat. Und wenn ich darum kämpfe, dann gibt es immer einen Teil in mir, der Angst hat, nicht wertig genug zu sein. Oder das, was ich erschaffe, nicht wertig genug ist. Und deswegen muss ich es hochpushen, deswegen muss ich es hochhalten, damit ich diesen Wert spüren kann. Damit andere diesen Wert sehen und es auch wertschätzen und dadurch mich wertschätzen. Damit ich meinen Teil von Wertlosigkeit nicht weiter wahrnehmen muss, der mir Schmerz macht, der mir Angst macht, der mir Scham bereitet, Schuld bereitet. Und da sind wir genau bei dieser dunklen Seite, die ich nicht annehmen will. So. Weil die vermeintlich meinen Wert verringert, dass ich eine dunkle Seite habe. Wenn mich aber alle feiern für das, was ich da bin, tue, mache, erschaffe, dann wird ja wohl keiner an meinem Wert zweifeln. Ja. Ich lasse erstmal so stehen. Self-made Armageddon, sin 1, pride. Pride makes a man kill a man for his ego to survive. Sin 2, lust. Lust makes the grass look greener, crucifies trust. Lust. Es ist ganz spannend, ne? Weil Lust gerne in diesen Punkt gebracht wird, auch im Zusammenhang mit gierig sein. Ne? Also dieses, ich kann mich nicht mehr kontrollieren, ich bin so meiner Lust ergeben, dass ich nicht mehr klar denken kann, dass ich immer mehr will und immer tiefer reinrutsche. Und dass ich dann nicht mehr berechenbar bin dadurch. Nicht mehr vertrauenswürdig bin, weil ich mich nur noch der Lust hingebe, weil ich es nicht mehr kontrollieren kann. Und dass das quasi dazu führt, dass Menschen andere Menschen betrügen für ihre Lust. Im Sinne von entweder sexuell betrügen. Oder Lust gilt ja auch im Sinne von, es muss ja nicht immer im sexuellen Sinne sein, ne? Sondern es gibt ja auch andere Dinge, die mir Lust bereiten. Es kann ja auch Macht sein, die mir Lust bereitet. Es kann sein, dass es so Sachen sind wie einen bestimmten Sport machen, der Aufregung bringt, der Glücksgefühle bringt. Und es kann auch sowas wie Zocken sein, so was immer wieder eine bestimmte Befriedigung in mir bringt. Und dass ich da immer mehr für tue, um das zu bekommen, um dieses Lustgefühl zu bekommen. Und dass es irgendwann über diese Grenze hinübergeht, wo ich kluge Entscheidungen treffe. Wo ich Menschen dafür verletze, Menschen dafür betrüge, um da dran zu kommen. Drogen. So, das gibt es auf vielen verschiedenen Ebenen. Es geht nicht nur um Sexualität hier. Ja. Ego to survive. Sin 2, lust. Lust makes the grass look greener, crucifies trust. Sin 3, gluttony. Humans consume and consume. Planet Earth gets the frontal lobotomy. 4. Ja, Völlerei. Menschen konsumieren und konsumieren und konsumieren. Und ich finde es ganz schön mit dem Frontal Lobotomy. Der Frontallappen, der vordere Bereich vom Gehirn ist der erst im Laufe der Zeit quasi dazugekommen ist und immer mehr geworden ist. Also im Sinne von, das ist das, was uns Menschen ausmacht und was uns Menschen das Bewusstsein, das logische Denken, Zusammenhänge verstehen, verschiedene Perspektiven einnehmen ermöglicht. So, was uns einen Sinn von ich selbst gibt, ein Wiedererkennen von mir. Ne, und diese Völlerei, was auch immer wieder so ein bisschen in diese Gierrichtung geht. Ne, nicht genug kriegen, immer basierend auf diesem Mangel, auf diesem Lustgefühl. Also ich finde, die spielen da auch alle ineinander immer wieder mit rein. Ja? Völlerei macht Lust auf mehr Essen, geiles Essen. Dieses ich krieg nicht genug. Nicht genug basiert immer darauf, dass es noch nicht ausreicht, es noch zu wenig ist, ich noch im Mangel bin. Und ich brauche noch mehr, um wirklich glücklich zu sein, um das Gefühl zu haben, voll zu sein, alles zu haben. Und wir denken nicht mehr darüber nach, wir sind dann wie in so einem Rausch. So, wir essen über den Hunger hinaus. Und so weiter und so fort. Trust. Sin 3, gluttony. Humans consume and consume. Planet Earth gets the frontal lobotomy. 4, sloth. Rinse and repeat. Reruns, repeat. Time lost. Sin 5.
Faulheit. Auch hier, ne, dieses Prokrastinieren. Zeit vergeht. Wir machen halt irgendwie irgendeinen Scheiß. So, basteln vor uns hin, glotzen, Fernsehen, Doomscrolling auf TikTok, was auch immer. So. Und verplempern Zeit. Machen das, worauf es nicht ankommt. Und das, worauf es ankommt, das lassen wir liegen. Womit hängt das zusammen? Es gibt so 2 große Themenbereiche, womit das immer zusammenhängen kann. Das eine ist eine Angst vor dem, was folgt, wenn ich das wirklich tatsächlich schaffen würde, das wirklich machen würde. Was ist die Konsequenz davon? Führt es dazu, dass Leute plötzlich oder ich eine bestimmte Erwartungshaltung an mich haben? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel für die Prüfung lernen würde und dann würde ich das bestehen. Was folgt danach? Dann muss ich vielleicht einen bestimmten Job annehmen oder danach muss ich noch studieren oder muss bestimmte Leistungen erbringen, damit ich dann auch auf diesem Level bleiben kann, damit ich nicht selbst enttäuscht bin, damit andere nicht enttäuscht sind. Will ich das überhaupt? Habe ich mir darüber überhaupt schon mal Gedanken gemacht? Oder sind das die Dinge, die andere von mir wollen? Gibt es da denn einen inneren Kampf? So, der sagt, nee, solange das nicht entschieden ist, was ich eigentlich will, kümmere ich mich da nicht drum. Vielleicht will ich mich diesen Erwartungen gar nicht aussetzen. So. Oder wer könnte ich wirklich werden, wenn ich aufhören würde, mit meinen Ängsten, mit meinen Depressionen zu sein? Wenn ich wirklich als normaler Mensch funktionieren würde? Was würde dann passieren? Was wären die Konsequenzen davon? Weil wir wünschen uns ja immer, gesund zu werden oder zu funktionieren. Aber was wären die Konsequenzen daraus? Oft genug ist da irgendein kleiner Einwand in uns, der sagt, naja, aber das wäre irgendwie auch uncool. Weil dann müsste ich, weiß ich nicht. Bei Depressionen ist es oft sowas wie, da müsste ich wieder funktionieren in der Gesellschaft. Für die Arbeit, für bestimmte Menschen. So, dann muss ich das machen, was das System will. Und eigentlich will ich das gar nicht. Ich will so nicht funktionieren. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Der zweite Punkt ist, was hat das überhaupt für einen Sinn? Die Aufgabe, die da vor mir liegt. Erfüllt die irgendeinen Wert für mich? Oder ist das irgendwas, was gemacht werden muss? Weil der Staat das vorgibt, wie die Steuer. So, was habe ich davon für einen Wert? Außer, dass ich vielleicht Kohle abgeben muss. Wenn ich vielleicht das Gefühl habe, ich könnte ordentlich Kohle zurückkriegen, dann fällt es mir vielleicht nicht ganz so schwer, die Steuer zu machen. Aber auch mit anderen Aufgaben aufräumen. Was ist der Sinn dahinter für mich? Fühle ich mich dann wirklich besser? Meistens gleichen wir innerlich so ein bisschen ab. Ne? Okay, was ist die Alternative? Entweder räume ich auf oder ich hänge hier auf meiner Couch rum, gucke Fernsehen oder ich bastel noch an einem YouTube-Video oder mache irgendwas anderes. Und dann gleicht das Gehirn ab zwischen, okay, was ist jetzt das, was mir am meisten das gute Gefühl geben würde oder was am sinnvollsten für mich klingt? Für das, was meine Ziele sind, für das, was mein Wunsch ist, für Gefühle, die ich erschaffen möchte oder die ich haben möchte. Auch aufräumen. Und dann sehen wir meistens, wie wir da irgendwie am Werkeln sind und Staubsaugen und dann wischen und dann irgendwie, vielleicht tut uns der Rücken dabei weh. Nee. Ach, weißt du, dann bleibe ich doch lieber auf der Couch sitzen. Wenn wir uns aber vielleicht auf das Gefühl konzentrieren, was uns das Aufräumen geben könnte. Ne, danach so ein Gefühl von, endlich mal ein bisschen wieder durchatmen hier in der Wohnung. Ich fühle mich auch irgendwie gleich selber aufgeräumter. Also wenn wir uns eher auf das konzentrieren, wofür es gut ist, was der Wert dahinter ist, was der Sinn dahinter ist, dann könnte es ein bisschen leichter fallen, diese Aufgabe zu machen. Genau. Front to lobotomy, 4, sloth, rinse and repeat, reruns, repeat, time lost. Sin 5, envy, that's when one man's win is another man's frenzy. Sin 5, Envy, der Neid. Wenn das, was für den einen ein Gewinn ist, für den anderen das ist, was ihn wütend macht, was ihn rasend macht, dass der andere jetzt da gewonnen hat oder etwas Tolles hat. Und auch das basiert auf diesem Mangelgefühl, auf diesem Gefühl, jemand hat etwas, was ihn glücklicher macht, was ihn wertvoller macht, was ihn besser macht, dann will ich das auch. Aber das basiert nur darauf, dass ich das Gefühl habe, mir fehlt noch was. Ich bin noch nicht glücklich genug. Ich bin noch nicht sicher genug. Ich habe noch nicht genug Macht, was auch immer. Irgendwas habe ich noch nicht genug. Und ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Und dann sehe ich jemand, der entweder das bekommt, von dem ich glaube, dass ich es auch bräuchte,
und der bekommt das und das finde ich kacke. Oder irgendjemand bekommt irgendwas, was ihm das Gefühl gibt, was ich mir so sehr wünsche. Also glaube ich, dass ich das, was er da bekommen hat, auch brauche, damit ich endlich zu dem Gefühl komme, was ich haben möchte. Ergibt das Sinn? Und dann sind wir wütend darauf, weil wir das Gefühl haben, ja, und was ist mit mir? Warum nicht ich? Ich will das auch. Ich will auch glücklich sein. Habe ich es nicht verdient, glücklich zu sein? Habe ich es nicht verdient, mich sicher zu fühlen, indem ich genügend Geld habe, genügend Kontrolle habe, genügend Macht besitze, was auch immer? Und dann kommt immer dieser Vergleich. Und dadurch entsteht der Neid. Weil wir immer das Gefühl haben, eigentlich hatte das ja bei was hat er das gesagt? Bei Last? Das Gras sieht immer grüner aus bei den anderen. Und wir sehen ja da auch immer nur das Äußere. Wir sehen ja nicht, was bei denen innen los ist. Aber wir haben immer das Gefühl, wir müssen bei anderen gucken, was die machen, damit die glücklich sind oder was die haben, damit wir glücklich sind. Wir kriegen ja auch vom System, von der Gesellschaft, von den Medien die ganze Zeit eingepflanzt, was wir angeblich alles brauchen, damit wir ein vollwertiger, glücklicher Mensch sein können. Und das ist natürlich irgendwas Materielles oder irgendeine Machtposition oder Geld oder was auch immer. Und wenn du das hast, dann. Genau. Aber da haben wir auch schon viel in anderen Songs von Ren drüber gesprochen, unter anderem Dominos und Money Game und lauter so Zeugs. So, genau. Weiter. Time lost. Sin 5, envy. That's when one man's win is another man's frenzy. Sin 6, wrath, rage, vengeance, killers, psychopath. Sin Zorn. Wrath. Dieses, ich bin blind vor Wut. Ich komme dann in so eine Zone, wo ich einfach nur auch mache, wo ich diese ganze Wut, die immer mehr wird, die bringt mich dann in so einen Flow, wo es einfach nur weiterläuft und weiterläuft und weiterläuft. So. Aber womit fing es an? Wut fängt in der Regel damit an, dass wir in irgendeiner Situation sind, wo wir etwas verändern wollen. Wo wir das Gefühl haben, so wie es jetzt gerade ist, finde ich das echt nicht gut, weil es mir kein gutes Gefühl gibt. Aber ich habe gerade das Gefühl, ich kann gar nichts darin verändern. Ich bin da irgendwie ohnmächtig. Ich bin hilflos. Alles, was ich vielleicht versucht habe mit Reden, mit guten Worten, mit guten Taten, hat nichts verändert. Ich bin immer noch da drin. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe keine andere Strategie mehr. Und dann kommt Wut. Und entweder internalisieren wir die Wut, also werden wütend auf uns selbst und machen uns selbst runter, dafür, dass wir es nicht hinkriegen. Oder wir werden innerlich wütend auf andere. Und wenn es manchmal ganz doll wird, dann wird die Wut auch körperlich. Ne? Also, dass wir richtig merken, wie diese Anspannung kommt und wir kämpfen wollen. Kämpfen wollen dafür, dass es uns gut geht. Dafür, dass sich endlich was verändert. Und dann kann es eben sein, dass es dazu führt, dass wir uns prügeln oder andere Dinge passieren. So. Und diese Ohnmacht, dieses Gefühl von, eigentlich möchte ich nur eine Veränderung. Und ich krieg's einfach nicht hin. Und dann darum zu kämpfen, an sich ist das erstmal nichts Schlimmes. Aber wenn das die Strategie ist, die wir quasi ausgebildet haben, weil wir dann gelernt haben, dass wir da sehr viel kriegen, weil wir damit andere Menschen einschüchtern können, weil wir uns damit Macht erarbeitet haben. Und deswegen, das die erste Strategie ist, bevor wir alles andere ausprobieren, dann wird es halt schwierig. So. Aber so sind wir Menschen. Wir probieren verschiedene Strategien aus und die am besten funktioniert, das wird unsere Go-To-Strategie. Und alles andere fällt dann hinten runter. Ja. frenzy. Sin 6, wrath, rage, vengeance, killers, psychopath. Sin 7, greed. Greed plants a seed that will destroy us all if we succumb to greed. If we take what we need and take more than we need, then our oceans will bleed. Still we feed and we feed and we sleep and repeat. Then we exile the shepherds and follow the sheep. We inherit the meat. We inherit this world that we bruise and we beat. We inherit this vanity, so because of creeds. Inherit the liars, the murderous thieves. One sin for every one day of the week. Ach ja. Ren, Baby. Love your music, man. Das ist einfach. Ja, Greed. Haben wir schon viel drüber gesprochen. Und Greed ist nun mal das, was am meisten in unserer Gesellschaft von den Medien gepusht wird. So, um die ganzen Produkte an den Markt zu bringen. Es wird immer vermittelt, es fehlt dir noch was. Du bist noch nicht ganz
Fertig. Bist noch nicht 100% wertvoll. Du siehst noch nicht gut genug aus, deswegen brauchst du auf jeden Fall Pflegeprodukte und geile Kleidung, so, und Schminke und was auch immer, so. Und du bist auch nicht ganz gesund, deswegen brauchst du auf jeden Fall die und die Ernährungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, was auch immer. Aber gleichzeitig wirkst du aber auch ganz schön unglücklich, weil du arbeitest ja so viel. Also gönn dir mal auch richtig was und hol dir richtig geile Süßigkeiten oder irgendwas, was schnell geht und was dir also deine Freizeit leichter macht, indem du dir irgendwelchen Scheiß reinfährst, der schnell zu kochen geht. Kochen. Ähm, Du bist unglücklich? Mensch, dann solltest du auf jeden Fall regelmäßig Sport machen, weil Sport macht dir glücklich. Und es macht auch gleichzeitig gesund, dein Körper stark und gesund. Und wenn du stark bist, dann siehst du auch noch gut aus. Und dann bist du auf jeden Fall derjenige, der die ganzen Frauen und Männer abkriegt und begehrt ist. Mach das mal. Hier geh in den Sportverein für so und so viel Euro nur. Dann wirst du auf jeden Fall glücklicher sein. Ach, das macht dich auch nicht glücklich. Naja, hier gibt es noch diesen einen Achtsamkeitskurs mit Breathwork oder mit Yoga oder mit Bewusstseinsarbeit oder was auch immer. Wenn du das Programm innerhalb von 30 Tagen mitmachst, kauf dir das einfach hier für, weiß ich nicht, wie 4.000 Euro, dann wird es dir besser gehen. Und es beinhaltet immer, ich habe die Lösung für deinen Mangel. Und ich sehe doch, dass du im Mangel bist. Aber das System uns den Mangel immer wieder einpflanzt, das sagt natürlich keiner. Weil dann würde sich das Ganze ja von alleine auch wieder ergeben. Dann würden wir anfangen, in uns selbst hineinzuhorchen. Was will ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Außerhalb dieser ganzen propagandierten Sachen. Aber das will ja keiner. Genau. So. Das war's. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und natürlich hat viel zu viel gefehlt. Aber ich wollte das Video jetzt auch nicht so viel länger machen. Wenn euch das gefallen hat, was ich hier fabriziert habe, worüber ich gesprochen habe, dann abonniert den Kanal, gebt dem Video ein Like, aktiviert die Glocke. Wenn ihr mehr zu diesen Themen hören wollt, jetzt gerade auch was so die gesellschaftlichen Sachen, Mediensachen anbelangt, das ganze Money Game, Krankheitsgame, dann guckt euch gerne auch meine anderen Videos von Ren an. Wie gesagt, Dominos, die Money Game Trilogie, da findet ihr auf jeden Fall einiges. Und die Liste ist noch so viel länger. Von daher schaut da auf jeden Fall rein. Ren hat angekündigt, dass diese Woche Neuigkeiten kommen. Also ich glaube, er hat Dienstag angekündigt und Donnerstag angekündigt, dass da neuer Stuff kommen soll. Da bin ich sehr gespannt drauf. Von daher, ich werde gucken, dass ich das so schnell wie möglich, vielleicht noch in dem Moment, wo es veröffentlicht wird, mitschneide, meine Reaction mache und es so schnell wie möglich hochlade. Von daher, auch dafür den Kanal abonnieren, um mitzukriegen, wie meine Reaktion darauf ist. Das wird dann natürlich eine komplette Blind Reaction sein. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auf. Und natürlich, Support the Original, geht auf Rens Kanal. Ich werde ihn auf jeden Fall hier auch nochmal verlinken, ganz am Anfang des Videos und jetzt hier auch nochmal. Und ja, abonnieren, liken von Rens Kram. Und jetzt wünsche ich einen wundervollen Tag.